Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin 10 Kilometer raus aus Teruel, auf so einer Waldstraße. Das Wetter ist nicht berauschend. Es war 35 Grad, wie ich angekommen bin in Teruel vor 2 Tagen. Jetzt ist es 17, 18 Grad, regnerisch. Weather meinte, es werde gegen Mittag nicht mehr regnen. Ich habe mir Zeit gelassen heute Morgen, bin um 11 Uhr losgefahren. Um 11 Uhr hat es begonnen zu regnen. Ich habe eine Route, die geht Richtung Nordosten, Richtung Andorra. Andorra ist ein Ort in Aragon. Ich versuche da den Wetterhaken zu schlagen. Es ist so eine Gewitterzone, Regenzone, die quer durch Spanien zieht. Ich habe noch 200 Kilometer rund vor mir. Ich hoffe, ich kriege doch halbwegs hübsche Aufnahmen hin. Es kann halt auch so sein, das Wetter, ne? Nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ha! Schön wär's, Martin. Augen auf bei der Routenwahl. Stell mir das jetzt gerade bei schönem Wetter vor. Ich sehe keinen Regen vor mir. Das scheint, er holt mich ein von hinten. Vor mir Regen. Okay, gefällt mir nicht. I love it. Wahrscheinlich wegen Regen. Shit. Ist schon sehr schade vom Wetter her, muss ich sagen. So, der Regen hat mich eingeholt. Okay. Das ist jetzt eine Eigenkreation von Router. Der Ted ist in der Nähe. Den habe ich aber letzten Herbst gefahren auf dieser Strecke, in dieser Ecke. Größtenteils zumindest. Jetzt habe ich versucht, eine Route zu basteln, die da rundherum führt, dran vorbei, wie auch immer. Ja, da drüben, da sieht es ja wieder schön hell aus. Da habe ich wirklich nur noch den Ausläufer einer Regenzelle erwischt, so wie es ausschaut. Oder ich fahre von hinten rein. Das war bisher alles im Wald, jetzt zum ersten Mal da den Waldrand entlang. Dann sieht man auch ein bisschen was von der Gegend. Was halt ist bei meinen Eigenkreationen, ich mache das wie schon mal erwähnt auf GPX Studio. Und bisher hat das eigentlich meistens zu 90%, 95% sehr gut geklappt. Es kann sein, dass es hier richtig stark geregnet hat. Das hatte ich vorhin schon mal den Eindruck. Aber nicht gestern oder heute. Ups. Ja, super soft. Immer dasselbe. Was hatte ich da irgendwie, ich glaube das heißt Cedrillas, eingegeben als ersten Wegpunkt. Da hat mir diese Webseite, ist es GPX Studio, einfach mal diesen schönen Weg angegeben. Da habe ich mal geguckt und gedacht, oh doch, auf Satellitenbildern hat das ganz schön ausgesehen. Ah, und jetzt sind wir schon wieder auf Asphalt, okay. Mal gucken wie lang. Ja, waren jetzt doch etwa 12 Kilometer. Ein hübsches Sträßchen hier durch, wie mir scheint, ein Wildreservat. Mir ist jetzt in der kürzesten Zeit zum zweiten Mal ein Reh über den Weg gerannt. Also ein bisschen Tempo drosseln angesagt. Oya de la Casa Grande ist das, was man da vorne sieht. Was auch immer eine Oya ist, das sagt mir jetzt nichts. Das wäre super schön, wenn es schön wäre. So, wenn die Straße nur dahin führt und danach schauen wir mal, was da weiterkommt. Da hat man dann irgendwann aufgehört mit Bauen.
Als erstes sieht das ja mal toll aus hier, dieses Sträßchen. Ich stelle mir das jetzt gerade bei schönem Wetter vor. Die kann man das mal wieder ein kleines bisschen zu früh ausgemacht. Habt ihr ja gesehen, dass hier noch 2, 3 Kehren kommen. Naja, immer dort, wo Wasser den Weg wehrt. Oder wenn viel Wasser den Weg wehrt. Das ist ja krass, was hier angespült wurde, da rechts. So, ich dachte schon, wenn das steil runtergeht, wird das noch zum Abenteuer, aber so, schön. So schön, nicht vom Wetter, aber ich mag das so jetzt für den Moment mitfahren. Das ist ja auch nicht so heiß, auch wenn ich jetzt diese Regensachen anhab, aber ist okay, soweit. Da vorne wird es doch ein bisschen grober. Oh, das war ein krasses Loch. Oh. Da vorne habe ich eine Steigung gesehen. Ups. Das kann ja noch lustig werden. Weiß noch nicht, was mich da oben erwartet. Aber schon hier die relativ tiefe Gräben. Augen auf, bei der Routenwahl geht's nur mittendurch. Wow. Jo. Da unten dann noch mal ein paar Kehren. Naja. So, mal schauen, ob es hier einen Ausblick gibt. Ja. Da unten eine schöne Piste durch den Wald geschwungen. Da stand eine Kuh, weit und breit keine andere, einfach so eine Kuh. Weiß nicht, ob die ausgebüxt ist.
müssten wir dann gleich nach Cedrillas kommen. Cedrillas, da führt dann auch der Ted entlang oder durch. Da war ich letzten Herbst. Es war lustig, als ich gestern diese Route programmierte. Da machte er mir die Fortsetzung von Cedrillas Richtung Aliaga, genau dort lang, wo der Ted lang führt. Das GPX Studio, wenn du da eine Radroute programmierst, dann macht er dir gerne, also zumindest eher in Spanien, gerne so etwas wie einen TED. Oder auch eine Route 47. Ein Schelm, wer da denkt, die hätten die Routen so gezogen. So, Cedrillas. Oh, da haben wir einen griechischen Tempel. Oder einen römischen. Ich bin eine Nuss. Was Geschichte angeht, echt kein Plan. Keine Ahnung, was das ist. Ein hübscher Ort, Villarroya de los Pinares. Und hier wird jetzt dann meine Route wieder abzweigen. Das heißt abzweigen, ich fahre jetzt von Villarroya nach Aliaga. Aliaga ist ein super hübscher Ort in einem Canyon drin, zauberhaft. Den muss man wahrscheinlich mal gesehen haben. Jetzt haben wir den Asphalt hinter uns gelassen, einen Kilometer oder so nach dem Dorf. Und jetzt ist das, glaube ich, bis Aliaga einfach so eine hübsche Piste. Ist schon sehr schade vom Wetter her, muss ich sagen. Das wäre ja wieder was Traumhaftes zum Genießen. Gewaltiger Rückenwind, der hat mich jetzt beinahe aus der Kurve rausgestoßen. Das war jetzt krass. Ich sehe keinen Regen vor mir, das scheint, er holt mich ein von hinten. Ich bin zu langsam. Hola vaca, vaca, vaca. Ist der Weg ein bisschen enger geworden. Ich habe auch den in einem Video gesehen von Solokendi, das heißt Atalaya. Atalaya, meinte ich, ist eine Veranstaltung, eine 3-4-tägige Rallye oder so, zweite, weiß es nicht, von Leuten, die in der Nähe von Teruel wohnen. Und das ist, ist eine quasi Rallye. Du kriegst eine Strecke und da gibt es dann auch Streckenposten. Aber ist jetzt nicht irgendwie auf Zeit oder so, sondern ist halt ein ausgeflaggter Rundkurs. Sagen wir mal so, die Strecken, man kann da mit verschiedenen Fahrzeugen fahren und die sind verifiziert. Die sind zum Teil extra für den Anlass auch freigegeben. Alle zeigen mir den Arsch, aber alle stehen in dieselbe Richtung. Ja, der Wind kommt von hinten, ne? I love it. Und natürlich noch viel mehr bei schönem Wetter.
Ich weiß, du kannst fliegen. Ja. Da vorne sehe ich wieder eine Straße, die den Berg hochführt. Mag sein, dass das meine ist. Mein Plan war, jetzt nicht nach Aliaga reinzufahren. Sofern ich, also hinter mir ist echt grau, da kommt der Regen. Da geht es jetzt den Berg hoch und oben ging es auf der anderen Seite über einen kleinen Stelvio runter. Das sind irgendwie 10 enge Kehren. Aber da oben, da gibt es eine Abzweigung auf einer Piste. Die sieht erstmal gut aus und dann ist aber ein Stück, werde ich mir anschauen müssen. Das sieht recht grob aus auf den Satellitenbildern. Und notfalls werde ich da dann zurück müssen und eine einfachere Abfahrt nehmen. So, der untere Teil jetzt gerade von der großen Farm an bis beinahe Aliaga ist jetzt nicht mehr so geil. Schön, aber die Strecke war geil. Ich weiß jetzt nicht, ich schätze mal 10 Kilometer. Ah, um den Dreh rum. Bei schönerem Wetter sicher schöner. Ja, ihr seht hinter mir, da ist der Regen. Ich fühle mich gejagt. Da unten in diesem Canyon ist Aliaga. Vor mir sieht das Wetter eigentlich ganz gut aus. Ich da nicht zu lange rumtrödle. Da, durch dieses Tal bin ich runtergekommen. Weiß der Geier, was da oben kreist. Jedenfalls geht jetzt meine Route hier links weg. Und da vorne, da gehen dann die Serpentinen, da geht's die Kehren runter. Und ich werde den ganzen Höhenunterschied auf einer Piste machen müssen. Bin ich ja mal gespannt. Nicht ganz sicher, ob ich die richtige Piste habe. Vor mir Regen, okay, gefällt mir nicht. Ich muss dementsprechend danach eher Richtung Norden halten, merke ich. Ja, oder mal Pause einlegen. Eins nach dem anderen erstmal hier runter irgendwie. Oh Mann, da war was oben drüber, aber da voll noch ein Draht gespannt. Das glaube ich jetzt nicht. Das gibt's ja nicht. So was Bescheuertes. Stelvio, da unten sind noch mehr Kehren, sagt mir zumindest mein Navi. Und ich mache diese Piste hier. Auf jeden Fall muss ich da irgendwo ins Tal runter.
heftige Böen hier oben. Ziemlich ausgesetzt natürlich. So, meine Piste, die müsste dann da runtergehen, so ich das in Erinnerung habe vom Programmieren. Soweit alles easy. So, der Weg, das ist dann der da vorne runtergeht, an der Krete vorne. Ich würde mal sagen, das sieht eher verlassen aus. Ja, die Höhenkurven sagen mir, dass es da recht steil runtergeht. Okay, das sieht man wenigstens. Also Autospuren kann ich hier nicht ausmachen. Wahrscheinlich wegen Regen. Also auch sonst keine Spuren. So, der Regen hat mich eingeholt. Okay. Bisschen seltsam finde es, die Höhenkurven sehen ganz anders aus als der Weg da drüben. Ist das dasselbe? Wird schon. Es ist ein bisschen soft, aber nicht irgendwie tiefes Kies, eher so nass soft. War auch noch nicht wirklich schlammig, also ist eigentlich recht gut zu fahren. Ich gehe stark davon aus, dass es so bleibt. So, hier sehe ich mal die ersten Spuren halbwegs, ja. So, jetzt sieht es schon eher so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte aufgrund der Höhenkurven, aber halt auf der ganzen Länge. Okay. Schwierigste ganz zum Schluss, also schwierig. Es
Das ging ja viel flockiger als erwartet. Ist das so hier lang? Ah, scheint. Montoro de Mesquita. Ausgestorben. 20 nach 1. Okay. Ich sag's schon wieder, aber das wäre so ein geiles Sträßchen, ein geiler Canyon bei schönem Wetter. Unglaublich geil. Wow. Super geil. War jetzt spannend. In Echolbe habe ich was gegessen. Da war eine lustige Bar mit irgendwie so Zielflaggen, Motero und. Und das ist ja eigentlich ein Ort, der ist nur 2-3 Kilometer vom TED weg. Lustige Jungs, also ältere Herren. Einer, der versucht sich in Englisch und Deutsch. Ja, ich bin jetzt abgebogen. Mata de los Olmos oder irgendwie sowas hieß das. Richtung Andorra, das ist eine schöne Piste, da habe ich jemanden gefragt, der meinte, ja, da hättest du Gräbenwasser und so, und ich meinte schon, tief, nicht gut, aber er meinte eher dann Schlaglöcher in der Straße, die war jetzt 2-3 Kilometer asphaltiert, und jetzt geht's halt hier auf die schöne Piste. Hoffe ich, dass die so schön bleibt. Aha, ist nicht immer so schön. Okay, das gefällt mir nicht. Jetzt weiß ich. Okay. Längere Strecken möchte ich sowas nicht fahren. So ein relativ kurzer Augenblick mit dem schönen Sträßchen. Also immer noch okay so. Wenn das so bleibt. Das ist einfach eine Abkürzung da quer über die Wiese. So scheint es zumindest. Ja, das da drüben macht mir keine Freude. Gehen wir hier lang. Naja, könnte funktionieren. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.